Heute testen wir das Next Level Racing FGT Lite Racing Cockpit. Wie sich dieses zusammenklappbare Rig schlägt, mit dem ihr in Formula- und GT-Position unterwegs sein könnt, das erfahrt ihr in den nächsten Minuten. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem YouTube-Kanal. Zu Beginn wie gewohnt der Disclaimer. Next Level Racing hat dieses Testmuster zur Verfügung gestellt, damit ich dieses über einen längeren Zeitraum ausführlich für euch testen und reviewen kann. Es gibt keine Auflagen oder Vorgaben hinsichtlich dieses Reviews. Ich bin kein Teilnehmer eines Affiliate-Programms des Herstellers und ich erhalte für dieses Review kein Geld. Doch nun kann es losgehen. Kapitel Nummer 1, das Unternehmen. In meinem Kanal habt ihr schon einige Reviews von Next Level Racing zu sehen bekommen. Angefangen vom Wheelstand 4DD bis zur V3 Motion Plattform war schon einiges dabei. Die Produktpalette reicht von klassischen Rigs über ein Alu-Rig bis hin zu Wheelstands und eben Motion-Lösungen von Next Level Racing. Kapitel Nummer 2, die Preise und der Lieferumfang. Das FGT Lite kann über diverse Reseller bezogen werden und der Preis liegt bei rund 300 €. Das Cockpit wird in einer Retail-Verpackung und einem Überkarton zugestellt. Mit dem Lieferumfang ist das zerlegte Cockpit, Montagematerial und eine Bedienungsanleitung. Kommen wir zu Kapitel Nummer 3, der Zusammenbau des Rigs. Du benötigst dafür keinerlei Vorwissen oder spezielle handwerkliche Kenntnisse. Es ist alles selbsterklärend, wenn du der Aufbauanleitung folgst. Next Level Racing hat ein anschauliches Zusammenbauvideo auf dem eigenen YouTube-Kanal hochgeladen. In circa 30 Minuten sollte der erstmalige Aufbau für dich erledigt sein. Und so kommen wir zum nächsten Kapitel Nummer 4, die technischen Details. Die Grundkonstruktion besteht aus Rohrprofilen mit einem Durchmesser von 25 mm und bringt um die 19 Kilogramm auf die Waage. Als geeignete Körpergröße werden von 1,30 Meter bis 2 Meter Körpergröße und ein Maximalgewicht von 130 Kilogramm angegeben. Die Rohre sind über die Gelenke verbunden, die über die Rasterung verstellt werden und mit dem Mechanismus samt Klemmhebel fixiert werden können. Die Pedalprofile und Wheelbaseplatte sind aus 2 bzw. 4 mm dicken Metall gefertigt. Die Rohre sind über die Gelenke verbunden, die über die Rasterung verstellt werden und mit dem Mechanismus samt Klemmhebel fixiert werden können. Die Pedalprofile und Wheelbaseplatte sind aus 2 bzw. 4 mm dicken Metall gefertigt. Die Aufstellmaße betragen ca. 1,70 Meter x 75 cm in der Breite. Wenn man das FGT Lite komplett zusammenklappt, dann benötigst du dafür 75 x 40 x 87 cm Platz. Der Sitz wurde mit schwarzem Stoff überzogen und im Rückenbereich wurde ein Netz eingearbeitet. Nächstes Kapitel, die Kompatibilität. Das Lochbild der Wheelplatte lässt die Montage diverser Hersteller zu. Logitech, Thrustmaster und Fanatec Lochbilder sind vorhanden. Ich habe für diesen Test die Fanatec CSL DD Wheelbase verbaut und über 2 Nuttensteine verschraubt. Pedale können über 2 verstellbare Profile montiert werden und in diesem Review bin ich mit Fanatec CSL Pedalen unterwegs.
Die Reviews zu meiner Peripherie, die findet ihr in meinem Kanal. Der Shifter kann links oder rechts auf der Shifterhalterung montiert werden. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 6, die Materialauswahl und Verarbeitung. Alle Bauteile wurden sauber verarbeitet, gut beschichtet und die Rohre weisen keinen störenden Grad auf. Die Grundkonstruktion ist aus Metallrohren mit Kunststoffgelenken verbunden. Ebenso aus Metall ist die Wheelplatte, die mit einer Kunststoffklemme fixiert ist. Der Sitzbezug wurde sauber vernäht und die Gurtdurchführungen sehen sauber aus. Die seitlichen Aufpolsterungen im Rückenteil wurden mit einem Mesh überzogen und sind sehr weich gepolstert. Nächstes Kapitel Nummer 7, die Optik. Beim FGT Lite dominiert der schwarze Look mit roten Akzenten. Das Cockpit wirkt von der Bauweise sportlich und die Sitzbreite ist groß und relativ wuchtig. Auf der Vorder- und Rückseite des Sitzes wurde das Markenbranding von Next Level angebracht, genauso wie am Haltegurt. Kapitel Nummer 8, Einstellungen der Wheelbase. Die Wheelbase kann über eine Tischklemme oder direkt mit der Halteplatte verbunden werden. In letzterem Fall müssen die passenden Löcher gewählt werden und hierbei reichen 2 Montagepositionen mit der Wheelbase bei weitem aus. Über das Profilnut-Design der CSL DD Wheelbase kann die Position der Wheelbase in einigen Sekunden eingestellt werden. Die Neigung wird über eine Klemmkonstruktion an der Unterseite der Wheelplatte eingestellt. Und weiter geht's mit Kapitel Nummer 9, die Stabilität der Wheelbase-Aufnahme. Konstruktionsbedingt handelt es sich bei einem faltbaren Cockpit um keinen hochsoliden Aufbau. Hier darf an die Stabilität der Wheelbase-Aufnahme kein allzu großer Anspruch gesetzt werden. Mit Wheelbases im Bereich Logitech, Thrustmaster, Fanatec CSL Elite, CSW oder CSL DD würde ich persönlich die Stabilität des FGT Lite freigeben. Für die Power von über 8 Newtonmeter, wie beispielsweise einer Podium DD oder Simucube Wheelbase, kommt die Stabilität aber in meinen Augen sehr schnell an ihre Grenzen. Kapitel Nummer 10, Einstellung der Pedale. Für die Montage der CSL DD Pedale genügen 2 Befestigungspunkte und die Position wird über die Slider-Konstruktion samt Klemmhebel eingestellt. Dies gelingt binnen weniger Sekunden. Frontseite kann der Anstellwinkel der Pedale über die Drehgelenke des Rigs gewählt werden. Eine weitere Längsverstellung ist über die ineinander gesteckten Rohre samt den Federbolzen möglich. Kommen wir zu Kapitel Nummer 11, das ist die Stabilität der Pedalhalteplatte. Mit Pedalkräften von CSL DD, Logitech oder T3PA Pedalen von Thrustmaster gibt's keine Probleme. Wollt ihr eine deutlich kräftigere Low-Cell-Bremse verwenden, dann seid ihr eingeschränkt, da das Rig im Bodenbereich hochklappen würde. Nächstes Kapitel, die Einstellung der Sitzposition. In einer Minute lässt sich das FGT Lite von GT zu Formula Sitzposition umbauen. Wenn ihr das Handling verinnerlicht habt, geht's auch schneller. Alle Umbauten sollten nur dann vorgenommen werden, wenn du nicht im Cockpit sitzt. Bei der GT-Sitzposition soll der mitgelieferte schwarze Gurt im Bodenbereich zur Erhöhung der Stabilität zum Einsatz kommen. Wird auf Formula-Position umgebaut, klappt man den hinteren Bügel nach oben, um das Gesäß in Richtung Boden zu bekommen. Danach wird die Pedalposition höher gestellt. Der mit dem Next Level Branding versehene Gurt kommt auf der linken Seite eingezogen und bietet zusätzliche Stabilität, wenn man dann im Cockpit Platz nimmt. Aus- und Einsteigen funktioniert, indem die Wheelbase-Aufnahme ähnlich einer Tür aufgemacht werden kann. Bist du noch halbwegs beweglich, dann kannst du dich auch ohne diese Möglichkeit aus dem Cockpit schwingen. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 13, das ist die Ergonomie und die Sitzposition. Mit meinen knapp 1,90 Meter Körpergröße finde ich für GT und Formula-Stil eine sehr passende Sitzposition vor, die sich langstreckentauglich anfühlt. Der Sitz passt sich straff am Rücken an und bei Bedarf kann man im Rückenbereich ein Polster verwenden. Die Auflage neben der Wirbelsäule, die ist kaum zu spüren und deutet eine Stabilisierung des Rückens eher nur an. Weiter geht's mit dem Hauptkapitel, unserem Rennstreckentest. Alle Bedienelemente sind im Rig über das Rig gut erreichbar. Das FGT Lite bleibt auch bei meinen gut 90 Kilogramm Körpergewicht stabil und während des Fahren knarzt nichts. Die Stabilität der Wheelbase-Aufnahme vermittelt ein zweckmäßiges Gefühl der Kraftübertragung. Die Effekte kommen am Lenkrad an, werden aber durch die Labilität der Aufnahme in einem gewissen Maß beeinflusst. Beim Bremsen mit den Pedalen im moderaten Kraftbereich gibt es nichts zu berichten, denn hier ist alles im grünen Bereich. Die Sitzposition, die ist sehr realistisch nachzustellen. GT fühlt sich genauso passend wie Formula Style an und der schnelle Umbau binnen Sekunden macht für jedes Genre wirklich Sinn.
Für den Heimgebrauch wichtig ist auch das Kabelmanagement. Ich rate, die Kabel mit Klettbändern anstatt von Kabelbindern zu fixieren. Diese Klettbänder bekommt ihr für ein paar Euronen und können nachhaltig wiederverwendet und verstellt werden. In meinem Fall habe ich viele Kabel samt Drive-Hub verstaut. Wenn ich das FGT Lite verräumen muss, dann stecke ich lediglich das Konsolen- und Stromkabel ab. Alles andere bleibt am Cockpit und ich wähle eine einfachere Art des Zusammenklappens, da ich nicht auf jeden Quadratzentimeter Wohnraum Acht geben muss. In meinem Fall dauert der Auf- und Abbau des Rigs um die 20 bis 30 Sekunden. Und so biegen wir ab auf die Zielgerade, die negativen, neutralen und positiven Aspekte sowie das Fazit und die Kaufempfehlung. Kapitel Nummer 15, die Cons. Ich würde mir einen größeren Anstellwinkel der Wheelbase-Halteplatte wünschen, wenn man die CSL-DD direkt verschraubt und in der GT-Position unterwegs sein will. Dies liegt daran, dass die CSL-DD Wheelbase keinen Anstellwinkel übers Gehäuse mitbringt. Zweiter negativer Aspekt ist die Labilität der Wheelbase-Halteplatte. Hier stößt die Konstruktion an ihre Grenzen und erfüllt nur den Zweck, eine Wheelbase eben mit dem Cockpit verbinden zu können. Die Aufnahmehülsen der Wheelbase-Konstruktion würden diesen Aspekt verbessern, wenn diese nicht aus Kunststoff gefertigt wären und Metall zum Einsatz käme. Und letzter Nachteil ist ein kleines Detail, aber ich würde mir Lösungen für die Verlegung von Kabel wünschen. Kabelclips oder die von mir verwendeten Klettbänder, die sollten im Lieferumfang enthalten sein, um alles ordentlich verstauen zu können. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 16, das sind die neutralen Aspekte. Die Rasterung der Gelenke dürfte in meinen Augen eine kleinere Teilung aufweisen, geht aber noch in Ordnung. Zweiter neutraler Aspekt ist der hohe Kunststoffanteil und zumindest beim Klemmhebel der Gelenke würde sich Metall wesentlich solider und besser anfühlen. Der letzte neutrale Aspekt ist für mich der Preis, welcher mit 300 € fürs Gebotene kein Schnäppchen ist, aber in Ordnung geht, wenn man eben an eine Komplettlösung mit bereits integrierten Sitz denkt. Kapitel Nummer 17, die Pros. Mit der Option zwischen Formula und GT-Position zu wechseln, bringt das FGT Lite einen großen Vorteil mit. Gerade bei Formula-Lösungen ist der Rig-Markt derzeit 2021 noch relativ spärlich besiedelt und mir hat diese Abwechslung zur Formula-Position während meiner Testrunden wirklich sehr gut gefallen. Nächster Pluspunkt ist die schnelle und unkomplizierte Verstellmöglichkeit. Sobald man den Mechanismus verinnerlicht hat, gehen die Umbaumaßnahmen innerhalb weniger Sekunden von der Hand. Ein weiteres Plus ist die hohe Kompatibilität mit unterschiedlichen Herstellern und die sehr gut gelöste und leicht zugängliche Pedalaufnahme. In Sachen Ergonomie macht Next Level Racing einen guten Job und bietet einen breiten Sitz und ein sehr luftiges Gefühl. Und am Schluss bleibt die Möglichkeit, das Cockpit sehr platzsparend verstauen zu können, ohne die Peripherie demontieren zu müssen. Kommen wir zu Kapitel Nummer 18, das ist das Fazit und die Kaufempfehlung. Das FGT Lite Cockpit kann für dich interessant sein, wenn du die Rennklassen GT und Formula simulieren möchtest, aber keine langen Umbaumaßnahmen in Kauf nehmen möchtest. In Sachen Stabilität kann ich grünes Licht für Logitech, Thrustmaster oder CSL DD in der Basisversion geben. Bei einem Drehmoment darüber, beispielsweise CSL DD mit Boostkit oder CSW V2.5, muss man mit kleinen Abstrichen rechnen. Und für alle Ansprüche über 8 Newtonmeter Drehmoment würde ich in Sachen Stabilität zu einem anderen Modell greifen. Das gleiche gilt auch für Bremskräfte, wenn diese über 15 Kilogramm hinausgehen. Eine Kaufempfehlung gebe ich dann, wenn du keinen Platz für ein stationäres Rig hast. Mit ein paar Handgriffen ist alles sehr schnell verstaut und ebenso schnell wieder aufgebaut. Somit verliert man nicht die Motivation, wenn das Cockpit immer her- und weggeräumt werden muss. Die kreativen Detaillösungen und die Modularität machen das FGT Lite zu einem in meinen Augen sehr interessanten Produkt, das mir persönlich auch optisch wirklich gut gefällt. Vor dem spannenden Ausblick postet bitte in den Kommentaren, was ihr vom Next Level Racing FGT Lite denkt. Wenn dir das Review gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über einen Like und ein Abo. Und jetzt geht's weiter mit einem spannenden Ausblick. Bei mir heißt's in ein paar Tagen Koffer packen und ich fliege am kommenden Wochenende zur Simracing Expo an den Nürburgring. Ihr könnt mich dort Samstag oder Sonntag vor Ort treffen und ich würde mich freuen, mit dem einen oder anderen von euch ein paar Worte zu wechseln. Ihr werdet nach der Simracing Expo einige Videos meiner Messeerfahrungen geboten bekommen. Gebt mir dafür aber bitte neben Fulltime-Job und Co. etwas Zeit. Ich habe auch einige weitere Testreviews in Planung, unter anderem andere Rigs,
Shifter und einen Simracing-Monitor von Benku. Wenn du meinen Kanal unterstützen willst, dann findest du die Möglichkeiten unter diesem Video in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Dabeisein und es macht wie immer Spaß mit und für euch zu reviewen. Liebe Grüße und bis zum nächsten Mal, euer Ron.